Ich habe so 2, 3 Sounds, da tue ich einfach genau diese Seite vom Hals einfach und Nacken übelst beanspruchen. Und das Ding hat mir mein Vater mitgenommen hier. Das habe ich für mich entdeckt, als ich jetzt in der Heimat war. Das hilft da ungemein, ey. So, kann eigentlich losgehen. Es ist warm heute. Ja, it's summer. Good. So ready to take off. Yes. Schauen wir mal. Dann schlappen wir mal. Machst du das schön? Tonight is tonight. Ja. Soundcheck. Es gibt einfach nur mehr so Typen, die es gern machen. Ja? Einfach geil. Ich glaube, hat irgendwie mit einer Begeisterung halt angefangen. Ich habe es interessant gefunden, dass man Beatboxing immer dabei haben kann, was man theoretisch alles mit seinem Mund und Körper machen kann. Ich habe überall, wo ich wollte, ohne dass mich interessiert, was Leute von mir denken, angefangen zu Beatboxen und das zu üben. Ja, ich bin Foxy, wohne in Bonn, bin 21 Jahre alt und Beatbox jetzt seit so 4 Jahren. Und es war auf jeden Fall eine riesen Faszination von Anfang an da. Ich habe 1, 2 Videos gesehen von Taddel eben und mich hat die Szene schon krass interessiert. Ich hatte dann mich immer weiter in diese Szene reingegraben und in so Beatbox-Battles. Okay. Nicey. Nicey. Drum and bass in your
Meine Stimme fühlt sich gerade sehr gereizt an, sehr schwach oder so am Limit, dass ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Tag auf dem Niveau, wo ich es will, Beatbox. Ich weiß nicht, warum das heute so ist. Aber eigentlich kommt alles gut raus. Eigentlich ist alles gut. Ich habe nur Angst, dass es irgendwie später am Abend irgendwie nicht mehr so ist. Das ist gerade meine Angst. Aber jetzt versuche ich erstmal Fokus auf die Elimination zu halten. Danach geht's dann in die Battles. Komm mal alle nach vorne hier! Was sitzt ihr da so faul da hinten? Genau, und dann da vorne, ihr macht das schon ganz gut, das ist ein Notausgang, also stellt den am besten nicht zu voll. Richtig, nicht auf die Treppe setzen, das wird schon. Und sonst würde ich sagen, Hardbox. Das Mic ist deins. Und einmal einen Applaus. Danke Beatbox NRW. Macht mal alle noch einen Riesenapplaus. Die Jungs, die haben hier so viel Arbeit reingesteckt. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jury ist ready für Elimination Nummer 1. Deine 2 Minuten. In 3, 2, 1. Also die Beatbox-Community wird eigentlich meistens als Beatbox-Family bezeichnet. Das hat irgendwo den Grund, dass es immer noch ein sehr kleiner Haufen an Leutchen sind, die sich für eine bestimmte Sache begeistern und das connectet irgendwo. Als nächstes möchte ich Nomsi auf die Bühne bitten. Einmal Applaus für Nomsi! Und das ist total in Deutschland verstreut und dann gibt es halt Events irgendwo verteilt in Deutschland und man darf meistens relativ lange mit dem Zug oder mit dem Auto fahren. Nomsi, deine 2 Minuten Elimination. In 3! Und diese Leute sind untereinander super respektvoll und versuchen einander zu verstehen, zueinander aufzublicken oder Sachen zu erklären. Also wenn man irgendwie einen Beatbox-Sound gerne von jemand anderem lernen möchte, dann schreibe ich den meistens einfach auf Instagram an. Und dann hatte ich noch nie die Situation, dass die Person gesagt hat, ich probiere es nicht, dir das zu erklären. Das ist die Frage, ob man das hinbekommt, weil manchmal sind das einfach Sounds, die man nicht direkt versteht. Trotzdem ist es natürlich am Ende ein Battle, eine Competition, wo man trotzdem ja gewinnen will und das Beste auf jeden Fall zeigt. Das gehört irgendwie zu dieser Sportler-Ehre, wo in diesem Beatbox-Battling steckt, dass man halt auch irgendwo einfach gewinnen will und weiterkommen will wie beim letzten Mal. Foxy! Ich kann euch nicht hören! Am Ende ist es ein riesen Spaßfaktor für mich, aber es kann mir auch helfen, durch so mentale Probleme zu führen, indem ich mich dann eben auf eine Sache konzentrieren kann und auch meine Emotionen in die Sache stecken kann, weil am Ende ist Beatboxing Musik. Musik hat, glaube ich, schon vielen Leuten geholfen in der Richtung. In 3, 2, 1, Beatbox!
das ist, glaube ich, auch am Ende das, was mich beim Beatboxing hält, dass ich mit Beatboxing Musik machen möchte und Musik, das Leute begeistert, aber vor allem auch, womit ich zufrieden bin. Hey, Beatbox family, tonight we write history. I want you to step to my beat and vibe with me. Hey, I am Foxy. Jeder Beatboxer klingt irgendwie anders und jeder Beatboxer kann unterschiedliche Sounds. Ich bin bekannt für meine Bässe vor allem, also zum Beispiel Inward Bass oder Vocalized Chest Bass. Und die sind, glaube ich, somit das, was die Leute mit am meisten bei meinem Beatboxing begeistert. One thing I'm known for. Dankeschön! Einmal Applaus für Foxy. Battle finde ich schon interessanter, weil es so dynamischer ist und die spontan manchmal so darauf einsteigen müssen. Ich finde, das ist irgendwie interessanter. Aber manchmal finde ich, bei Battles ist es so zu überlagernd. Also es kommt so Technik nach Technik und du bist so, okay Bro, was das ist? Ich könnte mir zum Beispiel niemals vorstellen, das zu tun, wegen genau diesem Aspekt. Weil du so voll getrimmt bist, jetzt instant zu delivern und genau in der Sekunde. Also ich Ja, finde, Safe Foxy Content, obwohl die Zeit der kurz kann ist. so, der hat so diese Battle-Dynamik einfach in dieser Zeit so drin. Das, Digga. Digga, das geht so tief. Der will mir doch safe irgendwie sagen, so. Entweder. Wer? Nee, den habe ich nicht. In diesem Zettel steht drinne, wer alles weitergekommen ist und wer gegen wen battelt. Maurice! Nairo! Mock! Und jetzt auf Platz Nummer 3, Foxy! Platz Nummer 2, Ferris. Und der Erstplatzierte der Elimination Round, Nomsi! Foxy! Ah, da kommt er. Ich wollte gerade sagen, Foxy traut sich nicht. Da kann auch schon mal Maurice bitte auf die Bühne kommen. Einmal hier, Maurice. Maurice, deine erste Runde in 3, 2, 1, Beatbox! To reach your crown.
Battling gefällt den meisten vor allem, wenn sie Erfolge haben. Und darauf fokussiere ich mich, glaube ich, sehr wenig. Und deshalb macht mir Battling gerade weniger Spaß als vor einem Jahr. Mittlerweile macht mir Battling nur insofern Spaß, weil es mir die Möglichkeit gibt, vor der Community aufzutreten und mein Beatboxing besser zu machen. Weil wenn Competition da ist und man merkt, andere werden besser, dann übt man auch selber eher wieder. Switch! And I say hello to the people in the crowd and the judge as you want to scream me flow. Oh, hello. Who's scared sharing the stage with me? Ah, you're my enemy. You're my enemy. What a relief that you are weak. Trill it up. And I say goodbye. Switch! Man ist einer von diesen wenigen Leuten, die Beatboxen, und es sind so wenige Leute und man sollte sich eigentlich eher unterstützen. Aber auf der Bühne kann es zu einem Battle kommen, ne? Aber am Ende wird sich meistens eigentlich umarmt. Also es ist irgendwo schon ein Freund, den du da besiegen musst. Das ist die Norm zumindest. Switch! Move it, feel it, shake it, bounce. Feel the power. Ja, das ist dann immer super schade, wenn man sich voll vorbereitet auf ein Event und dann zeigt man nur so zwei Sachen oder so oder nur eine. Und dann ist es natürlich ein Ding von, letztes Jahr bin ich gegen jemanden, der neu auf der Bühne war, rausgeflogen und dieses Jahr wollte ich das nicht schon wieder machen. Time! Macht mal Lärm hier! Ja, das leicht nichts an der Sound. Wir haben noch eine zweite Runde und das fand ich halt, war die beste Runde im Battle. Ja, und bei Fox war es die erste. So.
Ich warte auf die Daumen der Jury. Kevin! Komm mal! Hardbox, komm mal! Ja, was sagst du? Ich bei dem Battle. Die war halt auch für crazy. Okay. Wie, 45? Ja, 45? Ja. Okay. Das erste Mal in der ersten nordrhein-westfälischen Meisterschaft gibt es einen Overtime. Ui. Das heißt, machen wir einmal 45, ne? Okay. Foxy. In 3. Beatbox! Flow. Break it down. 10 Sekunden. Break down, man, bass. Switch! Noch scheiße as fuck. Das war so furchtbar auf der Bühne. Ich meine, ich wurde da ja ein bisschen zum Arschloch. Ne? Also ich bemängel dann Sachen, die mein Gegner nicht so gut kann, während er da auf der Bühne steht mit Handzeichen, obwohl es darum geht, dass wir uns sich gegenseitig fördern. Dann ja, werde ich da so super maskulin, das eigentlich, finde ich, gar nicht so zu mir passt direkt. Okay, Jury ist ready, wie es ausschaut. Also, ins Halbfinale. Jury in 3, 2, 1. Ja! Macht mal Applaus für Foxy! Es ist irgendwie nicht so, wie ich Beatboxing eigentlich gerne leben würde. Das ist immer noch so, auch wenn ich gewinne. Das bleibt in meinem Kopf. Das kann nicht sein, ey. Ja, ich muss nicht über die Variety-Note machen. Ja, du hast Overtime halt besser. Ja. Also mach's nochmal. Ich bin nicht vorbereitet auf das letzte Mal. Ich habe jetzt nicht Sind zwei Leute. Einmal Nago und einmal Walk. Ja. Junge. Ziemlich gut. Macht es weiter. Das ist krass. Nee, wirklich. Besserer Flow als Hälfte der deutschen Szene. Der wird bald wieder. Ja, ich höre es. Ja, ich kann dir empfehlen. Aber ich kann noch gar nicht. Kann man lernen. Das hier, kleinen Lehrerchen. Du kannst auch. YouTube gibt es ziemlich viel. Also du kannst auf YouTube gewisse Tutorials einfach finden. Oder du, ja, versuchst einfach selber. Versuchst einfach Songs nachzumachen. Ja, das ist ja schon gut. Also das war schon überraschend. Du hast ein besseres Taktgefühl als ich auf jeden Fall. Das war echt gut. Nee, ich mach keine Witze, das ist krass. Respekt. Macht es weiter. Boah. Okay, das, Foxy.
3, 2, 1, go! Wer fängt an? Ferris fängt an. Im zweiten Halbfinale der ersten nordrhein-westfälischen Beatbox-Meisterschaft 2024 hier in Essen. For Newton for years. I think we got him, but it's not you. This is MK1 versus MK2. Bring it to the. Look me in the eyes when I talk into your face. Time! Macht mal alle Lärm! Ferris versus Foxy. Oh mein Gott. Das kommt man nicht rüber, hier langsam weg. Was machen sie denn? Judges ready? Judges are ready. Eure Entscheidung in 3, 2, 1. Ferris steht im Finale gegen Nairo. Wir werden aber Foxy bald wiedersehen im kleinen Ich denke so, warum tust du das? Weil nein, du bist da on stage, willst gewinnen, siehst die Potenzial und willst dich mit irgendwelchen Bitch-Moves das so kriegen. Jetzt musst du definieren, was Bitch-Moves sind für mich. Ich sehe total ein, wenn ich jemanden beleidige. Bei Maurice habe ich gesagt, lern singen. Das ist unterm Tisch. Da entschuldige ich mich auch noch für, das muss nicht sein. Aber hey, den Job, den kenne ich schon. Ja, oder sowas habe ich ja gesagt. Dann sag das im Battle mit Mikrofon. Das kann ich. So, was ich aber da sehe, ist Bewegen zum Beispiel auf der Bühne. Bewegen, ja. Das ist ja auch, kann auch als Bitch-Move interpretieren. Meinst du, wenn ich Beatboxe und spiele nicht rum, oder meinst du, wenn du Beatboxe und spielst? Für mich geht es beide. So, und da finde ich dann wieder, wenn ich Beatboxe, ist das meine Stage, und wenn du im Weg bist, dann gehe ich nicht rum. Wenn du Beatbox, gebe ich dir den Platz, ich stehe da, respektiere deinen Beatbox und störe dich nicht. Ja, das ist eine Ich gucke dich an. Höchstens mit meinen Blicken störe ich dich, weil ich dich direkt in die Augen gucke. Aber das ist dann einfach nur Stage Presence. Aber reden ist ein No-Go. Nimm das Mic und rede dann. So. Ey, mich fuckt's nicht ab. Ja. Es fuckt mich ab, weil du das für dich so entschieden hast. Bist du genervt oder so? Alles gut? Ich will dir nur sagen, feel the danger. Dann hat es dich ja ein bisschen gestört. Dann ist es nicht, weil sonst würdest du nicht so emotional reagieren und das Erste, ne, weil das ist ja so ein bisschen hinterrücken, erstmal, ja guck mal hier, und das hat Maurice ja auch gemacht. Erstmal, bevor man mit mir redet, erstmal zu allen anderen gehen und sagen, ich habe das gemacht. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wo hat es jetzt mehr hingeschlagen. Ich habe gar keine Chance. Und jetzt weiß ich nicht, was da jetzt die nächsten Monate abgeht. Das letzte Mal wurde ich irgendwie als schwul bezeichnet oder so, wenn ich mit Rock auf die Bühne gehe, ohne dass ich was dafür kann. Und dann geht es halt wieder mit irgendwas los. Also so ganz mit Shit Talk. So, Shit Talk ist für mich was anderes. Okay, dann hör auf zu reden, wenn ihr einer Beatbox. Ist modernes Beatbox. Also, wenn das machen super viele. Das macht Oasis, das macht Napalm. Das machen echt viele Leute, die ein sehr hohes Niveau haben. Sonst hätte ich sowas nicht angefangen. Aber wenn das gerade die Meta ist, so doof es ist, dann versuche ich halt jetzt mein Glück. Ja, das ist so mein Kopf dann. Ey, wie gesagt, mach was du willst. Wir verstehen uns, alles gut, wir haben uns ausgesprochen. Ich verstehe deinen Punkt, du verstehst nicht. Ja. Also ey, ich habe keinen Hate. Das war gut. Ich habe null Hate. Also ich habe nur ich sehe nie die Menschen, ich sehe die Aktion. Ja, weil ja, okay. Aber also
kam halt am Anfang für mich anders rüber mit den. Also ich habe halt Hate gesehen. Das, das kannst du auch verstehen, oder? Ja, tut mir leid, dass es dich mega stört. Ich habe wirklich versucht zu zügeln, weil es auch einfach nicht genau, es ist sowas zu sagen wie Scheiß, egal was oder so. Das ist halt, finde ich, niveaulos. Aber ein Unterschied zwischen dem und das hast du schon mal gemacht, ist für mich, aber ja, es tut mir trotzdem leid. Ja, das ist gut für euch. Ich hoffe, das hat dich nicht zu sehr aus dem Konzept gebracht. Also ich muss sagen, ich finde den Hate in der Beatbox-Szene gar nicht mal so stark. Ich finde, dass wir schon eine gute Family sind. Jetzt so kleine Sachen, ne, die passieren. Aber ist alles gut, ist alles super. Ich finde nicht, dass sowas öfter passiert. Finde ich nicht, nein. Lel. Wir brauchen mehr Festivals. Safe mehr Festivals. Auf jeden Fall. Battles, das ist jetzt ausgelutscht, wir brauchen mehr Festivals. Ich traue mich gerade auch gar nicht so laut, die besser zu machen, weil hier Leute halt auch Fenster offen haben. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen komisch für die sein könnte. Ja, und Wirtschaft raff ich überhaupt nicht. Also ist einfach nicht mein Thema. Ich sehe die Worte und verstehe nicht, was sie bedeuten. Was ist denn da für ein gutes Beispiel? Fixkostendegression. Was zum Fixkostendegression? Ja. Boah, klang das mal gut vor 4 Tagen. Ich habe jetzt noch 2 Abgaben, die ich bis Mittwoch von der Hochschule zu erledigen habe. Dann die Beatbox-Wildcard, die ich am Mittwoch abzugeben habe. Eine Prüfung am Mittwoch. Dann am Donnerstag und Freitag auch noch 2 Prüfungen. Ich weiß noch nicht, ob ich es halt schaffe, jetzt die Wildcard, eine Videobewerbung quasi zu machen auf der Qualität, die ich gerne machen würde. Einfach, weil ich auch noch nicht ganz gesund bin. Das ist gerade echt ein Problem. Einfach, weil ich super gerne zur Deutschen Meisterschaft gehen würde und auch super gerne diese scheiß Prüfung bestehen würde. Einfach, weil die irgendwann bestanden werden müssen. Ich war 2022 ja schon mal bei der Deutschen Meisterschaft. Das war die bisher größte Erfahrung meines Lebens, wenn es um selber auf der Bühne für Beatboxing steht. Und die Erfahrung will ich so oft wie möglich wieder machen. Vor allem, weil es mir unglaublich viele Erfahrungen gibt und ich glaube, dass die Leute das sehen sollten, was ich kann. Also ich will das zeigen können und die Bühne ist die beste Möglichkeit in Deutschland für mich. Und deshalb ist es irgendwie schon scheiße, wenn das dieses Jahr nicht stattfinden würde.
Beatboxen 3 Worten. It will be nice if it come back with my special sound. Beatboxen 3 Worten. Hardcore ADHS Energy. It could be vibration based too. It is vibration based. Vibration based, but also good. Try with. Yeah, because then you do. It could be a chest bass for sure. Yeah. But still, nobody can do the chest bass. Ich bin Konrad Wiebel, Künstlername Maddox, ich bin jetzt 34 Jahre alt und ich bin dreifacher deutscher Beatboxmeister. Beatbox gibt mir so die Freiheit, mich selber auszudrücken, was mir manchmal mit Sprache schwer fällt. I need to learn the vibration bass. Can you teach me? I can't do. Dann macht es mir natürlich einfach auch mega Spaß. Und ich würde lügen, wenn es spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dass man halt dadurch Aufmerksamkeit bekommt. Ich war halt eher ein Kind, was jetzt von seinen Eltern nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und dementsprechend habe ich das irgendwie immer in mir gehabt, so, dass ich irgendwas machen will, womit ich Leute begeistern kann. Das war dann halt irgendwann Beatbox. You need the voice too. Yeah. Ich habe relativ schnell schon auf dem Schulhof so Props gekriegt für coole Beats. Und es war für mich so, boah krass, auf einmal bist du sichtbar. I think his texture of the bass is okay. Dadurch, dass ich dann so Aufmerksamkeit bekommen habe, es hat mir so ungemein viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich dann halt auch wiederum gelernt habe, besser mit Leuten umgehen zu können und so. Und auch so dann so Sachen wie Sozialphobien loszuwerden. So, ne? Es macht mir einfach nur unglaublich viel Spaß. Also wir sind gerade in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft. Wir sind aber noch einen Tag vorher gerade. Bei der Studio-Session von Beatbox Germany. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, freuen uns mal wieder uns austauschen zu können. Und hier machen alle einmal eine Aufnahme. Jeder hat einen Try oder 2 maximal. Und dann wird es ausproduziert und hochgeladen. So, ich will auch wieder zurück. So läuft's. Komm mal rüber. Ja, komm mal rein. Ich sag mir. Wir sind ready. Okay, dann losgehen. Also ich habe 2006 habe ich angefangen zu Beatboxen und so ab 2012, 13 war ich so richtig in der Szene drin. Jetzt ist es 2024, ich bin jetzt 12 Jahre lang in der Szene und ich würde sagen, sie ist deutlich größer geworden, deutlich bunter geworden. Es sind viel mehr Nationen dazu gekommen. Mittlerweile siehst du halt aus der ganzen Welt Beatboxer. Mit dem Wachstum der Szene sind auch mehr Künstler dazu gekommen, die auch im Mainstream super aktiv sind. Es ist in dem Sinne eben mainstreamiger geworden. Ich glaube, so Plattformen eben wie TikTok. Was das angeht, hat sich Beatboxen auf jeden Fall verändert. Dass es halt eben diesen Zweig gibt, von wegen, okay, man kann auch die Mainstream-Schiene einschlagen. Die Option war vorher noch nicht so richtig ersichtlich, glaube ich, für viele Beatboxer. Und durch diese Abzweigung ist auch die Möglichkeit entstanden, daraus eine Karriere zu machen. Also wenn du jetzt rein nur in der Szene unterwegs bist, bleibt das meistens halt ein ausgeprägtes Hobby, weil in der Szene halt nicht viel Geld da ist. Aber eben dadurch, dass du halt die Option hast, Mainstream zu werden und dich mit dem Mainstream zu beschäftigen, ist halt auf einmal die Option da, damit auch Geld zu verdienen. Genau, und sich zu professionalisieren.
Bicep. We're gonna do one frontal, one from the side that you look here, and the other side. Okay. If you don't feel comfortable and you don't know what to do, you can always beatbox and keep going, and I will shoot. I don't know how you are on the stage because I don't know you. I don't know if you are more aggressive, more friendly, more arrogant. I need you to be yourself, you know? Okay? So when I say 3, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Give me something. Yeah. Okay. And another one. Yeah. That's cool. That is what I mean. Keep doing. Give me something. Both hands. Yeah, very good. Yes, that's it. Okay, sorry. I can't be serious. Okay. Then don't be serious. Then laugh about the opponent. Yeah. That is cool. Very nice. Cool. Is your first time? Yeah, it's my first But time. I know, but with me it's cool, no? It's fun. I help you. Yeah. That's good. Wait a second. Yes. This is what I mean. Yeah, definitely. Okay, we keep going. That's more. Yeah? They're really cool. Very humble people and very expressive. It's like actors, you know? Because, for example, singers, like normal artists, when you shoot them, they always want to look pretty. Beatboxers, no, they give it everything, especially on the stage. Yeah. They're really, really crazy. When I shoot them more than once, I already know how they move, you know, and say, why you don't do this? You do this always on the show. It's like, really? I didn't even realize. For example, Ejota, every time he's in a battle, when the other opponent is like making beatbox, he's always giving this look. He's calm, you know, he's like a diva, and then it's like, I'm gonna fuck you, motherfucker, you know? And it's like crazy. Or yeah, other guys, they look very like chill and stuff, and then it's like, whoa, it's like, wow, I get very excited always. Yeah. So, looking forward to see you tomorrow. Yeah, it's good to see. And thank you very much. Yeah, let's go. Beatboxen war in den 90ern am größten. Zu den 2000ern hin hat es immer mehr an Relevanz verloren irgendwie. Also früher war das ja auch voll in der Popkultur unterwegs. Es gab einfach verdammt viele Beatboxer, die halt auch in der Popkultur präsent waren. Und das war dann so irgendwie ab den 2000ern nicht mehr so der Fall. Gleichzeitig hatten sich dann aber in den 2000ern hat sich so eine Untergrundszene irgendwie entwickelt. Es hat ja alles so in Deutschland angefangen, in Berlin. Da hat Bilo die erste deutsche Meisterschaft organisiert. Und das hat halt damals schon eine Welle gemacht, weil das war halt so was völlig Neues irgendwie, dass man sich mit Sounds battelt. Stellt euch eine Schlägerei vor. Ich mach Beat, dann kick ich dich. Ich mach Beat, dann töte ich dich. Dann mach Beat immer bis du bist tot. Dann mach Beat immer bis du bist tot. Dann mach Beat immer bis du bist. Dann mach ich meine Jacke auf, hol meine Knarre raus und schieß dir ins Gesicht. Das war halt mein Baby, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich auf einem Rap-Battle bin, wenn ich auf einem DJ-Battle bin, dann möchte ich auch, dass die Szene ein Beatbox-Battle hat. Right. Überregional, wo Leute auch aus Frankfurt, aus München, aus Leipzig, aus Hamburg kamen. Damals war noch nicht so viel mit Internet. Ich habe zwar E-Mails schon geschrieben und so. Ich bin seit 1997 im Internet. Aber das Internet war noch nicht so verbreitet, wie man es heute kennt mit Social Media. Yep, you would like crazy sounds, me too. Ich habe damals noch von allen die Adressen aufgeschrieben und Telefonnummern. Ich habe richtig Telefonkette alle angerufen und habe probiert, die alle an einen Punkt zu bekommen. First answer from Darkmans from Ludwigslust. Face to face with Mando. Darkmans, 90 seconds, go! Das war dann die offizielle Meisterschaft. Das haben wir jetzt einfach mal so ausgeschrieben und ich habe Pressemitteilungen damals, DPA-Meldungen und so. Ich habe die ganzen Journalisten alle angeschrieben. Ich habe richtig auf dicke Hose gemacht.
Jetzt rückwärts. Das war also der Anfang. Ne? Und dann habe ich halt gemerkt, das schlägt ein und habe dann probiert, über Internetforen, in denen ich sehr aktiv damals war, überall Kontakt aufzunehmen. Ich sag mal, könnt ihr nicht irgendwie da ein Jugendhaus organisieren? Habt ihr nicht irgendwie eine Disco, wo wir was machen können? Wir hatten ja alle keine Basis, kein Fundament. Wir hatten keine Sponsoren, wir hatten keine Infrastruktur. Dementsprechend kam es dann echt so, dass wir in vielen Ländern Beatbox-Meisterschaften veranstaltet haben. Zaczynamy! 3, 2, 1, bądź! Това беше финала на Nescafe Trifeno Beatbox Battle 2014 година. Und es war wirklich eine brodelnde Goldgräberstimmung. Aber nicht jetzt bling, 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 das Dollarzeichen mit Goldgräber, sondern diese Gründerphase, diese Euphorie, wo jeder Bock hatte, irgendwie mitzumachen, ohne jetzt irgendwie nur an Geld oder so zu denken. Hier, dieser Person müsst ihr den Applaus widmen, nicht mir, dieser Person. Er macht alles möglich, damit Beatbox weltweit am Start ist. Seid mal laut! Und das war wirklich das Fundament, dass wir dann 2005 die Beatbox Battle Weltmeisterschaft veranstaltet haben. Das war dann ein riesiger Erfolg. Für mich ist natürlich dieser Weltmeisterschaftsgedanke immer, alle Leute zusammenbringen. Na klar, am Ende gibt es Champions, aber die Zeit dazwischen war immer die wichtigere Zeit. Butterscotch! Make some noise, Lexus, for Butterscotch! Jetzt will ich jetzt hier nicht den Finger rausholen, aber hier ist der Finger. Alle Beatbox-Veranstalter weltweit sollten viel mehr darauf achten, die Community zu fördern, anstatt darüber nachzudenken, wie viele Klicks sie auf Instagram und wie viele Views sie auf YouTube haben. Der Algorithmus hat euch sowieso alle gefickt. Keiner kriegt mehr die dicken Klicks, auch die großen YouTube-Kanäle. Na klar haben wir auch Videos gedreht, volle Kanne. Aber der Familiengedanke, der stand im Fokus. Wenn da We Are Family drauf stand, dann war auch We Are Family drin. Aber die neue Generation macht weiter. Und ich freue mich wirklich, dass die Beatboxer weltweit diese Kunstform so weit verbreitet haben. Ob es nun Hawaii ist, ob es Indonesien oder Neuseeland ist. Human Beatbox kennt jeder. Deswegen, Next Generation. Doch mal jetzt. Servus. Hallo Justin, ich bin dabei. Der Meister, alle Meister. Kannst du Beatbox NRW einmal vielleicht grüßen? Beatbox NRW bin ich irgendwann auch dabei. Aber da werde ich alles gewinnen. Kaufland ohne die Verlosung. Hier, Kaufland. Hier, Kaufland. Ich habe eine Kaufland hier. Morgen habe ich Fan-Treffen um 17 Uhr. Kaufland. Berliner Kaufland-Treffen hier. Ich danke dir, Digga. Insta-Story für NRW. Ja, Mann. Kann auch 80er oder so von jemand sein, ist egal. Was meinst du, ey, Nordmann, Ihr habt schon? Ja, das hab ich jetzt. Da ist sie nur runtergefallen. Alles klar. Ja. Craziness. Voll Craziness. Oh. Alter, die Beatbox-Digga. Kriegen wir das letzte Mal. Ja, interessant, ne? Mal schauen. Wir haben im Auto, wie wir hierher gefahren sind, im Auto schon ein bisschen was kennengelernt und das lassen wir uns überraschen. Wir sind für alles offen. Hast du ein normales Ticket? Ach, du hast schon, ja. Genau, weil jetzt vorher reingegangen.
Soll mal Gas geben, hier kommt gar keiner rein. Wie ist es so, zwischen den ganzen Männern zu arbeiten? Ich muss sagen, es ist eigentlich meistens angenehm. Also meistens habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie unangenehm ist oder irgendwie ich mich unwohl fühle oder so. Ich bin Tanita. Ich habe zusammen mit Marvin Beatbox Germany gegründet und ich beatboxe nicht selber, nein. Spaß. Wir hatten schon mal eine Frauenkategorie, aber es lief nicht so gut. Also selbst das hat nicht funktioniert. Wir hatten, glaube ich, 2 Frauen, die dann da mitgemacht haben und das war halt ein bisschen traurig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bringt das wohl auch nichts. Ich glaube auch, dass es viele davon abhält, weil sie einfach kein weibliches Vorbild haben. Es fehlt halt so jemand, wo sie sich dran orientieren können oder irgendwie sehen, wie es läuft, weil eigentlich haben Frauen keinen Nachteil im Beatbox. Wir haben auch schon ein normales Ticket. Hey, da sind wir! Beatbox bedeutet mir viel und das in beiderlei Richtungen. Es ist für mich ein sehr emotionales Thema, was ich auch viel zu verstehen versuche. Und ich weiß, dass es daran liegt, dass ich eine Frau bin. Ich weiß aber auch, dass es individuell an mir und meinem Selbstbewusstsein liegt. Und das in der Kombo macht es für mich schwer, dabei zu bleiben und auch an mich zu glauben. Und auch daran zu glauben, dass ich dieses oder jenes auch schaffen kann als weibliches Wesen. Also ich habe jetzt so im Laufe der Zeit hier 2 Tendenzen bemerkt. Zum einen, dass halt entweder mit mir gar nicht geredet wird, ich nicht mal angeguckt werde oder irgendwas und ignoriert werde, wenn ich aus meiner Sicht irgendwie versuche, ein Gespräch anzufangen, was ich auch anfänglich sehr persönlich genommen habe und einfach nicht verstehen konnte so und deswegen auch schon schnell in den Austausch gegangen mit anderen und gesagt, hey, warum ist denn das eigentlich so? Wie siehst du mich eigentlich als Frau? Was macht das mit dir? Und es macht mit ziemlich viel, dass eine Frau einfach in diesem Verhältnis auch mit drin ist. So. Und die andere Seite ist halt dann ganz runtergebrochen, ist dann schnell ein Simpen sozusagen. Und und ich hatte halt eben auch schon Erfahrungen mit noch, ja nicht in Deutschland weit, sondern weltweit mit anderen Beatboxern und Loopern so, wollte mit denen halt ganz so meine Freundschaft halt aufbauen und wurde dann aber am Ende des Tages einfach nur sexualisiert und dadurch ist die Freundschaft dann halt auch zerbrochen. Ich fühle mich nicht gleichberechtigt und es ist sehr spürbar, immer auch im Raum, dass ich diese eine Frau von so wenigen auf einem Event bin. Ich kann wirklich ein paar Leute halt aufzählen, so, die versuchen sofort mich irgendwie halt, weiß ich nicht, abzukriegen auf sexueller Ebene. So. Ja, das ist sehr schade. You can do anything, nutzt die Macht so wie Anakin. Du musst halt trainieren wie ein Maniac. Asibas, Throat Bass, bis du Blut spuckst. Denk nicht an die Schmerzen, denk an deine Zukunft. Denk an den Moment auf der Bühne, wenn die Jury zuguckt, wenn dir jeder zuruft, wenn du deinem Gegner gegenüberstehst und dein Blut pumpt, Adrenalin, jetzt oder nie. Atme nochmal tief durch und dann ziehst durch. Besiege dein Enemy mit der Energie deiner Beatbox Battle Time. Ich war noch nicht auf der Bühne, nein, ich war noch nicht auf der Bühne. Mit Betonung auf noch. Ja, also ich traue mich halt einfach nicht, weil das hat für mich einfach, das ist ein Problem mit Selbstbewusstsein einfach. Es demotiviert halt auch, weil der Frau im Vorhinein schon viel abgesprochen wird an Fähigkeiten. Ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel das erste Mal gesagt bekommen, dass, also ein Sound von mir, K-Snare, dass die ziemlich männlich sei, weil Frauen die nicht richtig durchziehen sozusagen. Und deswegen ja, also es ist schon eher ein komplexes Problem. Für mich bedeutet Beatbox aber trotzdem viel, weil es auch sehr viele schöne Momente gibt, die ich zum Beispiel mit mir selber haben kann, so, um abzuschalten und solche Sachen. Schwierige Frage auch, klar. Nee, also ich glaube, als Frau würde ich mich nicht wohlfühlen. Ich meine, ich habe als Dude schon Probleme mit diesem krassen Schwanzvergleich gehabt. Dadurch, dass die Beatbox-Szene sich dauernd nur vergleicht und halt, vor allem wenn du anfängst zu Beatboxen, das halt immer ein Ja, Digga, aber der Sound ist noch nicht gut. Ja. Oder du sagst, boah, Digga, Ja. ich habe den Sound gelernt. Ja. Und dann der Erste, der das ein bisschen besser kann, discredit dich komplett in diesem Denken, dass du den Sound gelernt hast, weil er sagt, nee, du hast den Ansatz kapiert. So, kannst nicht, weißt du? Und das passiert halt die ganze Zeit, weil es immer dieser, nee Mann, ich muss ja besser sein als sie. Andererseits muss ich aber auch sagen, immer so overall, egal welches Event, so ich fahre nach Hause, ich denke mir so, ich fühle mich einfach umarmt. Ich fühle mich von jedem irgendwie umarmt. Das ist eine so schöne
Dynamik immer zwischen den Menschen, weil wir alle halt irgendwie einen an der Klatsche haben. Hallo. Das macht mir ja schon immer wieder im Kopf auch Gedanken. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat es jetzt schon so ein paar Mal geschoben, dass ich gerne hier dabei gewesen wäre, auf der Bühne gewesen wäre. Mikros an. Ich denke mir so, es hätte nicht geklappt. Also ich war krank, so. Ich konnte nicht Beatboxen. Ich hatte auch den Prüfungsstress, den ich noch nie zuvor hatte. Ja? Abitur war nichts dagegen. Also es ist komplett fair, dass ich keine Wildcard mehr gemacht habe. Aber ich denke mir so, wenn ich nicht so viele Prioritäten in meinem Leben hätte, dann hätte ich es schon hier reingeschafft. Hätte schon geklappt. Ich habe mich aber auch wirklich, bin auch sehr happy. Also ich war jetzt die letzten 2 Tage stressfrei. Nein. Okay, wieder. Ja. Außerdem war es nice, dass viele Leute sich vorbereitet haben, richtig sich ins Zeug gelegt haben und man das gemerkt hat. Und ich konnte das genießen. Ich stand da in der Crowd als deren Freund, habe die supportet, habe versucht mitzubrüllen bei den Texten, die ich von denen auswendig kenne. Kenne mehr als ich dachte. Und ich bin auch übelst dankbar, dass ich hier im Backstage sein kann mit allen, dass ich die whole Experience mitnehmen kann. Ich war auch gestern ja bei der Studio-Session und durfte da ja auch selber ans Mikrofon und krieg da ein Video, obwohl ich eigentlich gar nicht bei der Deutschen Meisterschaft mitmachen darf. Und das schon, da merke ich, okay, ich werde schon irgendwo akzeptiert in der Community und auch von der Organisation. Das ist schön. 3, 2, 1, Ich bin jetzt halt 34, ich bin aufgewachsen, da war es noch etwas toxischer, also was das Thema Männlichkeit angeht. Es galt als schwul, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu singen. Ich wollte damit singen lernen, dachte so, ich habe es halt nicht gemacht, weil ich wollte halt nicht von meinen Mitschülern geärgert werden. So, ne? Und habe dann halt was Männliches gemacht und Beatbox war für mich dann so, oh, das ist schon was Männliches. So, ne? Also die Gesellschaft sieht es halt jetzt nicht als, man drückt seine Emotionen aus, sondern es ist was Kompetitives. Gerade die Jungs aus der Szene, die müssen noch ein bisschen Kräfte messen, ne, und sich ein bisschen beweisen. So. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein pubertärer Gedanke irgendwie auch. Ne? Man prügelt sich auf dem Schulhof so gefühlt und die prügeln sich halt mit Beats, was ja an sich eigentlich sogar besser ist als physische Gewalt. Und ich glaube, genau diese kompetitive Ebene schreckt, glaube ich, viele Frauen halt ab, weil es so eine testosterongesteuerte Energie irgendwie ist. So, man stellt sich auf die Bühne und zeigt, wer der Beste ist und wer der Lauteste ist und die krassesten Sounds kann. So. My mixtape, I'll kill them with my switchblade. And time!
die Entscheidung der Jury in 3, 2, 1, Judge. 2:1 für Töricht. Töricht gewinnt dieses Battle. Ich bin sehr, sehr froh. Ich freu mich mehr als er. Sind noch dabei! Sind noch dabei! Gang, gang! Gang, gang, gang! Nicht, also dieses Tischen, für mich ist es komisch, weil Nassim schon on Stage besser ist und viel strukturierter. Also ich habe nur gefreestylt. Und ich habe mich auch wiederholt, das habe ich selber gemerkt. Der sah, ich habe Slip-Up gehabt, ich habe komplett Mikro vom Mund weggenommen. Trotzdem. Das ist crazy. Du hast jetzt schon brauchst nicht so viel Scheiben. Ja, genau. Einwandfrei. Das kommt vom Flex, das war der Dschungel. Das war der Dschungel. Ich habe extra so wie du den Rezept angesprochen. Nicht so. Oh, crazy, so geil. Richtig krank. Hier eine schöne Pause. Habt ihr was getrunken? Habt ihr was gegessen? Was euch jetzt erwartet, wird legendär. Er sagt eigentlich schon alles. Auf jeden Fall aufgeregt. Ich war noch nie im Leben so aufgeregt, glaube ich. Ich habe so einen Puls, ey, ich könnte Herzinfarkt kriegen. Nein, Spaß, so viel nicht, aber... Also sagt euren Freunden und Freundinnen Bescheid, kommt wieder rein, versammelt euch im Raum. Ich könnte jetzt schon Beatbox anfangen. Von hier bis dahin gehen. Nein, aber gleich drehen Leute durch, ich hoffe. Ihr seid nicht ready für das Showcase, das jetzt hier passieren wird. Ladies and Gentlemen, ohne ihn gäbe es Kaufland nicht mehr. Er hat Kaufland revolutioniert. Meine Damen und Herren, liebe Beatbox-Freunde, begrüßt mit mir die Beatbox-Legende! Ja, Beatbox ist halt, es bedeutet mir eigentlich nicht so viel. Ist ja nichts Besonderes eigentlich für mich. Ich habe nur gemacht wegen meinem Tourette. So durch meinen Ticks, durch Beatbox verstecken. Ja. Und das hat mir geholfen und ich habe dadurch viele Leute glücklich gemacht. Und da dachte ich, okay, super. Und ich möchte glücklich machen noch weiterhin, bis mein Lebensende. Egal, ob ich morgen sterbe oder noch in 300 Jahren. Aber ich mache weiter, bis ich nicht mehr kann. Bis ich keine Stimme mehr in den Hals habe und nicht mehr Rollato. So 90 Jahre alter Opa. Ich werde immer noch machen. Versprochen. Make some noise! Ich wollte euch fragen, jetzt nicht 1, 2, 3 Beatbox, sondern 1, 2, 3 Kaufland. Jetzt. 1, 2, 3 Kaufland. Unendlich Fandose. Mein Herz. Früher habe ich gesagt zu Lehrer, ich wollte berühmt werden, Entertainer werden und Leute glücklich machen sogar, ne? Darüber. Und alle Lehrer oder alle gesagt, hier, du bist fast Vogel, du bist nicht mehr normal im Kopf. Und jetzt stehe ich da, an was ich geträumt habe, ist heute Traum wahr geworden. Beatbox-Legende! Ich wollte eigentlich meinen Traum aufgeben. Ich habe bei TikTok 4000 Follower gehabt. Und das war für mich zu wenig. Okay, live konnte ich gehen bei TikTok. Ist ja ab 1000 Follower. Aber dann mache ich einfach Kaufland-Video. So einfach auf Spaß. So. Ich hatte Langeweile. So. Ich stehe so Parkplatz und mache so Kaufland. Da war so ein Pfanddosen, ne? So diese Automaten da. Oder so, wo diese ganze Reste von ohne die Pfanddosen transportiert werden. Und ja. Und da habe ich so einfach aus Spaß gemacht. Da wurde aus 4000 Follower über eine Scheißnacht auf 38.000 Follower über eine Nacht. Leckt mich an den Füßen. Nur wegen Kaufland-Video. Und von Kaufland kriege ich nicht mal feuchte Handdruck. Das bin ich ärgerlich. Aber ich mache immer weiter mit Kaufland. Ich bin mit Kaufland berühmt geworden. Mit Kaufland werde ich sterben. Los, los, los. Kaufland.
Beatbox-Legende am Stissel. Mit einem tosenden Applaus verabschieden wir ihn wir. Und es geht los. Das zweite Halbfinale. Choros erste Runde beginnt in 3, 2, 1, Beatbox! Do you see the lightnings in the sky? They are shining bright. Just you and I. Es gibt zwei Seiten von Beatboxen. Es gibt die kompetitive Ebene und die rein künstlerische Ebene. Ich glaube, da gibt es viele Schnittpunkte dazwischen. Also man kann es nicht genau trennen. Für mich ist es auf jeden Fall aktuell mehr Kunst als was Kompetitives. War mal anders. In der Beatbox-Welt an sich ist, glaube ich, der kompetitive Faktor aber aktuell wichtiger. I hit you like a thunder. Es ist schon Kunstform. Es ist jetzt nicht wie ein Sport, wo man messen kann, wie weit man etwas werfen kann oder so. Also es ist am Ende des Tages immer eine Interpretation der Jury. Manche Kunst, da geht es dann nicht darum, dass du gerade einen krass komplizierten Beat gemacht hast, der super viele Sounds hintereinander macht, die schwer hintereinander zu machen sind. Put your hands up. Und es geht manchmal darum, dass es einfach genauso, wie simpel man das gerade macht, ist, wie man es gerne machen würde. Und das wird meistens oder sehr selten belohnt. Ich glaube, man muss den Künstlern der Beatbox-Szene die Bühne geben, um eher musikalische Stücke zu performen und quasi ein bisschen wegzukommen von der kompetitiven Ebene. Nun ist der Punkt der, wenn du so eine Veranstaltung machen willst, wo Leute auftreten und ihre Show machen, ist es heutzutage so, dass die ganzen Leute, die Shows machen, sind oder die meisten gestandene Musiker. Und aus Sicht eines Veranstalters ist es natürlich wahnsinnig teuer, die dann offiziell zu buchen und die alle zu bezahlen und so und deren Flugtickets und alles und so. Das ist ein ganz anderer Apparat. It's important to be a man. It's important to be strong. It's important to be smart, to be wise, to be far, to be ahead of each and every star. Ich würde voll gerne, wenn ich Millionär wäre, einmal im Jahr ein mega Beatbox-Festival machen, wo viele Musiker auftreten und ihre Show präsentieren. Aber da müsste ich wirklich tief in die Tasche greifen. In dem Augenblick, wenn ich halt ein Championship organisiere, kommt jeder von selber. That we have. It's important to it's important to reggaeton, reggaeton, reggaeton. Battlen, weiß zusammen, weil man zusammen fiebern kann. Man trifft sich auf einem Event und dadurch, dass man halt für jemanden ist oder einfach aufgeregt ist mit den Künstlern. El Grande versus Choros. Mach mal richtig Welle für diesen. Die Gefahr ist natürlich, dass Künstler, wenn die dann aufhören zu battlen, dass sie sich halt von der Szene distanzieren. Habe ich das schon sehr, sehr oft erlebt auch. Judges, your decision in 3, 2, 1, Judge. 2:1 für El Grande. El Grande
im Finale. Ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal so ein Event zu organisieren. Einfach weil ich andere Sachen wie Battling oder auch andere Denkweisen zu Battling versuchen möchte zu fördern. Und das geht am Ende, glaube ich, am besten, indem ich selber was mache. Ja. Ich nehme alles zurück, was ich jemals gedacht habe. Sowieso. Du bist ein freier Mann. Ich bin ein freier Mann. Beatbox Family ist für mich der enge Kern. Das sind so die Beatbox Ultras, aber im positiven Sinne, also nicht gewalttätig, sondern die auf jedem Event sind. Ja, du musst aber weiter. Die immer supporten, egal auf welchem Ort auf diesem Planeten ein Event stattfindet. Also die Hardcore-Fans und die Artists, die einem immer die Liebe geben einfach für die Kunst. Ja. Ich halte ja schon die Schnauze. Ja, du stellst an, Brüder. Na klar. Wenn man so ein bisschen was... Ja, okay, I guess. Deswegen sind wir hier noch am Ende hast du geile Elimination, geile Viertelfinale gegen Big B, weißt du? Hast schon gewonnen, Bro. Ja. Ja. Nächstes Jahr wieder. Und wenn, ja. Yeah. Weiß. Ja. Naja. Naja. Machen wir mal ein bisschen. Schön, dass ihr noch am Start seid. Nichts über euch. Es ist Battlezeit. Sota, Töricht. You are ready. You are ready. Dann geht's los in 3, 2, 1, Your booty, your booty, your booty, your booty. Time! Macht mal Lärm für dieses Halbfinale! Sota gegen Töricht. Wer von beiden wird ins Finale einziehen? Noch wisst ihr es nicht. Gleich werdet ihr es erfahren. Die Jury entscheidet.
Ihr wisst Bescheid. Sota, Tourist, alright. Alright, your decision. In 3, 2, 1, Judge! Sota ist im Finale! Im Finale! Macht noch mal Alarm für Töricht! Die Beatbox-Fans würde ich als krasse Nerds beschreiben, da gehöre ich auch dazu. Viele Beatboxer sind halt, und auch Beatbox-Fans sind halt sehr audiophil, also die mögen einfach Geräusche, die gehen durch die Welt und hören irgendwie, boah, der Vogel hat aber einen krassen Zwitscherer gerade gemacht, so mäßig. Und dementsprechend lieben die das, wenn die jemand auf der Bühne sehen, der irgendeinen Sound macht, den sie vorher noch nie gehört haben. Und vor allem bei basslastigen Sounds rasten die komplett aus. Also jedes Mal, wenn einer halt eine Heavy Bass raushaut, dann tanzen die Leute, fangen an mit Moshpits und so, was halt total absurd irgendwie ist. Du hast einen Typ mit nur einem Mikrofon in der Hand und der erzeugt einen Moshpit einfach nur durch die Energy, die in der Crowd steckt. Und das finde ich total faszinierend. Dadurch, dass halt die meisten Fans super Nerds sind auch die Reaktionen von den Fans halt super interessant. So, ne? Also die gehen halt komplett aus sich raus, die toben krass, singen die Lyrics mit und es ist schon immer extrem aufregend, halt vor so einer Beatbox-Crowd auch zu spielen. Die Beatbox-Crowd gibt dir so viel Energy. Das ist ultra krass. An meinem Bein war dann noch so eine Haiflosse, so eine ganz kleine, einfach entstanden. Und ich habe mich dann so gefragt, ob ich, guten Morgen, ob ich noch das Event hosten kann, oder organisieren kann, weil ich so eigentlich zum Arzt muss. Aber war das nur ein Traum. Heute Abend verwandeln wir das RPZ zu einer Beatbox-Party. Yeah, boy. Let's go, Alter. Ja. Der einzig wahre Fuchsbau. Alles gut? Ja, auf jeden. Gut heute. 15 Uhr ist der erste Soundcheck und ich glaube, 14:30 Uhr sind wir auch schon da. Okay. Dann können wir da schon anfangen. Im Großen und Ganzen bin ich richtig stolz, wie es jetzt in der Vorbereitung gelaufen ist und ich glaube, dass der Abend richtig gut wird. Ich bin richtig happy, dass es jetzt passiert. Irgendwie noch ein bisschen surreal. Ja.
Das Wichtigste mir persönlich ist, einen Unterschied loszutreten, dass Leute verstehen, dass Beatbox-Events auch anders funktionieren können. Dass die Leute Spaß haben können und es interessant sein kann, ohne dass es einen deutschen Meister am Ende gibt oder irgendeinen anderen Titel. Gleichzeitig darf es trotzdem diese Tension geben. Das ist nur die Frage, wie man es umsetzt, würde ich sagen. Hey, I know you. Saw you. I don't know it yet. I like from television, cinema. I know this guy. I think we can start actually at 7 p.m. It's everything good, so you can make yourself ready for the first thing. Please check the timetable, be minimum 5, better 10 minutes earlier here to get announced. Maybe this timetable is slippery, so that would be really good. Maybe say it Mystics 5 times, and then maybe we get this. Wait, where is he? Yeah, that's the question. Yeah, everything else worked out pretty fine. I hope everyone is happy. Is there any question or something you would like to have or whatever? Yeah. Yeah, I think that's pretty much it. Let's do this together. It will be awesome. I'm hyped. Let's go! Ja, ich habe dem Endkunden zu helfen, wenn er irgendwas für mich hat. Ich mache eine Laufveranstaltung und der Finn, der versucht da auch immer dann da zu sein und macht das im DJ. Also habe ich gemeint, Papa, wenn du was organisierst, dann bin ich dabei. Und ich habe gedacht, ja, wenn er was organisiert, dann muss ich es ihm ja auch anbieten. Ob er dann den alten Papa dabei haben will, ist ja was anderes. Aber ich meine, ja, so an der Kasse rumhocken. Dass da jetzt so viele gute Beatboxer da sind, ja, das finde ich schon abartig. Also das sieht also ganz klar ein riesen Ding, dass sie sagen, wenn der Finn was macht, dann kommen wir. Die verdienen ja auch ihr Geld damit zum Teil, das sind ja Profis. Und zu sagen, sie treten hier jetzt auf, für die Fahrt kommt der Finn auf, ja, und es gibt da was zu essen und so, ja, die Übernachtung übernimmt er. Aber mehr kann er ja nicht, das geht ja einfach nicht. Ja. Und die kommen trotzdem. Ja, und das finde ich schon richtig cool. Also du hast ja hier die Möglichkeit, dass du gegen richtig gute Beatboxer hier als Anfänger oder nicht ganz so gute halt hier eine Chance hast, mal mit den Profis auf der Bühne zu stehen. Wirklich die anfassen kannst. Ja. Und die sind jetzt da, die sind in Bonn, ja, die sind einfach hergekommen. Ja, das ist schon was riesengroßes. Ja. Und also die werden da richtig die Bühne auseinandernehmen, glaube ich, heute Abend. Also da wird was geboten. Böse Sachen. Mir ist super wichtig auch, am Ende ist es hier in Bonn und hier wohne ich jetzt seit 2 Jahren, dass ich einfach einigen Leuten, die hier wohnen und mich kennen, mal zeigen kann, wie meine Welt da so aussieht. Hallo. Jetzt aber. Hallo. Alles Gute extra. Hallo. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Das ist besser gut hier. Was? Okay, das ist krank. Ihr habt vielleicht Maddox erwartet jetzt als Moderator. Ich auch. Der kommt anscheinend noch. Die Deutsche Bahn hat aber so ein paar Probleme. Aber ja, das soll uns jetzt mal nicht aufhalten. Ich freue mich auch selbst den Abend irgendwie zu eröffnen, weil in das Event ist sehr viel Herzblut reingeflossen. Meine Mitbewohner wissen, wovon ich rede. Und ja, deshalb richtig cool, dass ihr alle hier seid. Ja, macht mal Lärm für euch selbst. Das wird ein geiles Event. Geil. Und ansonsten bin ich jetzt hier, um 2 ganz besondere Menschen zu announcen. Macht mal richtig Lärm für unseren ersten Beatbox-Showcase. Pac-Max und Mr. Lenny!
Ah, danke. Wow. Hey, Leute, was geht ab, Alter? Ich hab's endlich geschafft. Die scheiß Deutsche Bahn. Fickt euch alle da. Richtig geil, dass ihr alle da seid. Extra aus Österreich hier. De la France. Ich find's voll cool. Habt ihr Bock auf ein paar Beatbox-Battles oder was? Es wird ein Buzzer-Battle. Leute, wisst ihr, was ein Buzzer-Battle ist? Jeder hat 6 Minuten Zeit. And I'm gonna explain in English because you also don't know how the buzzer battle works, okay? They can switch whenever they want. So you can make 5 rounds, you can make 1 round, you can make 128 rounds. Guys, are you ready? Are you ready for the first battle of tonight? Und ich bitte euch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Wir wollen hier GBB-Vibes bekommen, okay? So, und wir machen jetzt einmal als Übung, um ein bisschen hier warm zu werden, machen wir ein The bell starts in 3, 2, 1, Beatbox! Okay, let's start chill. Du hast ja mal erzählt, dass du eben mit 13 Jahren Probleme mit Stolzern hattest. Was wirklich schon durch die Boxen weggegangen? Also ich glaube, meine Therapeutin meint, dass es halt so auch ein Stück weit Sozialphobie war, dass es dann auch getriggert hat, Sozialphobie, das ich jetzt nicht mehr habe, aber dass es halt früher halt so getriggert hat wahrscheinlich. Ne? Weil ich merke halt immer noch, wenn ich so mega nervös bin, dann komme ich auch noch ins Stottern. Aber es auf der Stage bist du gar nicht. Nee, null. Auf der Stage bist du einfach... Da ist schon nicht nervös, dafür ist er geboren. Ja, wirklich, ich war jetzt auch schon voll oft auf der Bühne. Ne? Also das ist teilweise, auf der Bühne zu stehen ist für mich einfacher als im Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Ne? Das habe ich schon 1000-mal gemacht. So. Let's dance. Normalerweise ist es halt immer so bei einem Battle, da gibt es ein K.O.-System, so wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Und hier war es halt wirklich so, es werden 2 Leute ausgesucht, die gegeneinander antreten. Und es ist auch das einzige Battle, was sie gegeneinander machen. Und dadurch ist es halt sehr, sehr fokussiert. Und was noch so ein zusätzliches Element war, das wurde, glaube ich, das letzte Mal irgendwie 2013 mal gemacht, seitdem nie wieder, war so mit so einem Buzzer so ein System. Und es gibt eine andere Dynamik mit rein. Und es war total cool, das heute sich mal anzuschauen, was das für einen Mehrwert geben kann, vielleicht auch für die Performance. Guys! Yes. And I don't know where the judges are. Ah, here are the judges. You are the judges. Guys, this will work like this. Here's the red line, and the red line decides. If you want to vote for Jula, you go to the right side. And if you want to vote for Big G, you go to the left side. Understand? Judges in 3, 2, 1, Beatbox! Die meisten Beatbox-Events finden in Berlin statt, also eher so Nordosten Deutschlands und im Westen noch nicht so viele, es kommen immer mehr, aber Fuchsbau ist auf jeden Fall jetzt schon, würde ich sagen, so ein Event, wo man sagen muss, okay, das ist ein Meilenstein für die Beatbox-Szene. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. For 22 to 24 for Jula! The GBB champion will stay the GBB champion. Make some noise for Jula! In den letzten Jahren ist er sicherer geworden, sowohl persönlich, also im persönlichen Austausch, als auch als Künstler. Es ist total schön, diese Entwicklung bei ihm zu sehen. Macht mal ein bisschen Lärm für Foxy! Und er hat auch selber heute eine Show gespielt und es war auch total toll, ihn so auf der Bühne
auch selber zu sehen, trotz dem ganzen Organisationsstress. Hat es sehr, sehr cool gemacht. Ich war auch aber so stolz und irgendwie für Foxy, als ich so reingekommen bin, dachte ich so, geil, das sieht jetzt schon viel professioneller aus als beim letzten Mal. Na, habt ihr bisher alle einen schönen Abend gehabt, Leute? Sehr, sehr, sehr gut. Habt ihr Bock? When I do my best, the whole world ends. It's fine, man. I feel great. I don't know. It's crazy. Ich fühle mich wie nach dem ersten Battle, wo ich gewonnen habe, einfach ein bisschen ungläubig so. Weil es ist so schwierig, Musik zu bewerten. Und das ist ein Guide, zu dem ich hochgeschaut habe so. Und jetzt stand ich da, war nicht mal 100% zufrieden mit meinem Set und alle standen auf der Seite und ich war so, Alter, komm jetzt, wollt ihr mich trollen? Okay, I'm not like rest, I guess. Yeah. Weil heute waren alle Leute da, die mir wichtig sind, oder viele, viele Leute, die mich supporten und die mich wertschätzen als der Mensch, der ich bin. Und es war so ein kleiner Höhepunkt von mir auf jeden Fall, oder auch so ein kleiner Abschluss von diesem Lebensabschnitt. Dieses Event war schon sehr wichtig, um zu sehen, dass Menschen mich mögen auch, oder sehen, dass ich merke, dass meine authentische Art irgendwo bei Menschen ankommt und ihnen das gefällt. Ich glaube, Menschen vergessen manchmal, wie schön es sein kann, einfach zu versuchen, das zu machen, was man liebt. Einfach, es muss auch nicht perfekt sein, es muss nur von Herzen kommen. Und es wird belohnt. Vielleicht nicht mit Geld oder, keine Ahnung, gesellschaftlichem Reichtum irgendwo in irgendwelcher Art, aber man sieht es in den Augen der Leute an solchen Abenden wie der Fuchsbau, dass Leute mich da hören
und sagen, ah, das ist cool, was der da macht, der ist anders. So diese Sachen passieren, indem man viel Herzblut in Sachen reinsteckt, die man wirklich liebt. Und dann findet man auch die Leute, mit denen man sich umgeben will, glaube ich. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt, sehr viel Neues erlebt, neue Leute kennengelernt. Und ich bin dankbar dafür. Kaufland hier, und unendlich Pfanddosen hier, Pfandflaschen, ich klau gleich alles hier, alles, hier wird alles geklaut gleich,